Gott, wenn ich ihn sehe. Ich schwitze so Ich auch. arg. Das ist sau dumm mit dem... Sie sieht übrigens immer so aus. Was? Ach so. Stopp. Oh mein Gott, ist das heiß. Halt dein Fress. You think I'm lying to you? Yep, I've been lying to you. Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute bin ich wieder in meiner Küche. Und das hat einen Grund. Ich mache nämlich heute ein riesen Raffaello. Und um dieses riesen Raffaello zu machen, muss ich natürlich Zutaten zusammenmixen. Als allererstes etwas Milch. Dann haben wir Mehl, Zucker und ein Ei. Als allererstes machen wir einen kleinen Schluck Milch rein. Danach ein bisschen Zucker. Eine Prise Mehl. Zu guter Letzt ein Ei. Und was wir dann haben, ist meine Schwester. Hallo. Das schmeckt gar nicht schlecht im Mund zusammen. Milch, Mehl und Zucker. Das Ei ist ja Gott sei Dank größtenteils auf mir gelandet. Mein Stuhl. Dein Stuhl, mein T-Shirt. Dein Stuhl, mein T-Shirt. Ich will so ein Bad trinken, das sieht richtig witzig aus. Ich hab's in den Haaren. Du hast ja den Mund nicht weit genug auf. Ich war am Schlucken. Ich muss mich mal kurz umdrehen. Das klebt aber auch. 2 hours later. Also, meine Schwester, das ist die Laura. Hallo, mein Name ist Laura. Sie sieht übrigens immer so aus, sie läuft immer damit. Kommen wir zum heutigen Thema. Und das ist Küche und ich. Und das bedeutet, wir backen heute. Und wir machen, wie ich schon erwähnt habe, einen riesen Raffaello im Durchmesser von 20 cm. Das sind 20 Zentimeter. Das sieht am Ende dann ungefähr, ist es so groß, es gibt da ein Raffaello. Ich habe witzigerweise bei meinem Edeka des Vertrauens alle weiße Kuvertüren. Kuvertüre! Ah, Wir konvertieren zur weißen Schokolade, Leute. 2 verschiedene Marken. Ich musste alle aufkaufen, weil wir das alles heute brauchen. Gut. Und jetzt fangen wir an. Los geht's! Wir starten mit der Creme. Dafür brauchen wir weiße Kuvertüre, Schlagsahne und Mascarpone. Habe ich natürlich. Die Mascarpone ist im Kühlschrank. Schreibt das Rezept in die Infobox. Nur, dass ihr es wisst. Wir müssen erstmal 2 Kilo Kuvertüre haben. Oh, 2 Kilo Kuvertüre. Happy Birthday to me. Happy Birthday to me. Ist doch ein wunderschöner Geburtstag heute. Ja. Letztes Jahr waren wir Eis essen mit der Oma. Ich hatte einen Ah, coolen Geburtstag. stimmt. Die Bilder hängen in meinem Schlafzimmer, na klar. Echt? Ja. Bei mir auf Instagram. Sollte man Bilder lieber ausdrucken oder reicht euch das doch, wenn sie auf sozialen Medien oder auf einem USB-Stick sind? Ich bin immer ein Fan davon, Bilder auszudrucken und sie an der Wand zu haben. Wobei ich schaue nicht, wie dein Handy funktioniert. Halt dein Fress! What the fuck? Nur Kunstbilder in Kunst. meiner. Das ist von einer richtigen Künstlerin. Die hat mir das gemalt. Ja? Aus Russland. Das ist eine Wow. russische Künstlerin, die hat die für Billie Eilish die Vogue gemalt. Wir kochen jetzt die Sahne auf. Das sind 600 Milliliter, also 3 Becher Sahne kochen wir jetzt auf, bis sie aufgekocht ist, also bis sie hochkommt. Und dann schütten wir die auf diese Schüssel mit so viel weißer Schokolade, um eine Creme zu machen. So, also wir warten jetzt, bis die Milch aufkocht. Laura kümmert sich drum. Also bildet sich schon? Nicht über mich, nur über die. Naja, Verteilt schön als so. Revanche, ne? Als nächstes machen wir jetzt den Mandelkern, sprich, da es ja nicht so eine große Mandel gibt, wie es in der Raffaello drin ist, die im Raffaello drin ist, machen wir unseren eigenen Mandelkern. Und den machen wir aus 200 Gramm gehackten, blanchierten Mandeln. und 200 Gramm Zucker. Das heißt, wir werden die Mandeln anrösten und dann Zucker rein
Und da machen wir eine Kugel. Aber als erstes ist die Zeit rum. Das heißt, wir müssen das hier jetzt umrühren. Kann ich das nicht mit einem Schneebesen machen? Mir ist das so dumm mit dem. Nicht, dass das kaputt geht, wenn ich da mit Metall reingehe. Wie soll denn das kaputt Da gehen? ist Sahne drin, was weiß ich denn? Ach so. Ich hab Locken, aber... Mein Arm wird lahm. Ach komm, gib her. Sieht jetzt so aus schon. Laura bratet jetzt die Mandeln an und ich mache Platz im Kühlschrank für das. Also, die Haselnüsse sind jetzt... Mandeln. Die Mandeln sind jetzt gebraten. Sind die geröstet. Oh Mann, wir haben die Mandeln geröstet. Und jetzt karamellisieren wir den Zucker. Hier sehen Sie, wie der Zucker in die Pfanne kommt. Hier wird es jetzt schon flüssig. So, mittlerweile haben wir schon Karamell. Ist es schon Karamell jetzt? Jetzt machen wir unsere Mandeln dazu. Herdplatte aus. So. So, also, wir haben jetzt hier die Masse. Ich filme euch das. Die sieht so aus. Riecht lecker. Das riecht sehr gut und es sieht auch lecker aus. Und Laura wird da jetzt eine Kugel draus formen. Oh mein Gott, ist das heiß. Na, das geht auch. Das klebt, meine ganze Pfanne klebt voll. Das ist halt so, geht mal weg, ja. Ich weiß nicht. Das ist noch zu heiß, ne? Wie hat die das gemacht? Die hat dicke Handschuhe, jetzt schwarze. Die sind tausendmal dicker als die du hast. Oh, Leute, das ist wirklich nicht so einfach. Okay, das ist jetzt wirklich innerhalb von kürzester Zeit steinhart geworden. Wir haben eine Kugel. Yay! Wir machen jetzt hier Milch rein. Mit der Milch weichen wir diese Waffelblätter ein, damit wir das formen können, damit wir praktisch diese Kugel formen können. Soll ich es jetzt brechen und nicht? Na klar. Nur nicht in so ganz kleine Stückchen halt. Als ob ich das beeinflussen kann. Und jetzt machen wir eben diese Waffeln. Begießen wir jetzt mit Milch. Kleinere Stücke und mehr Milch. Ja. Wie lange müssen wir jetzt dafür liegen, bis sie endlich... Geduld. Habe ich nicht. Ich auch nicht. Aber die Ganache muss vollständig auskühlen. Von Vollständig. Von wegen, was die labert, 4 Stunden. 2 hat die gesagt. Das muss 4 Stunden Oh auskühlen. mein Gott. Und warum haben wir das nicht zuerst gemacht? Wir hätten das schon längst im Gefrierfach haben können. Ja. Muss halt testen, ob das schon in der Lage ist. Stopp. Muss nicht erst die Kugeltüre rein, dann... Also, ich will mir nur sicher gehen. Also mit der Kuvertüre dann praktisch hier so aus. Es ist sau dumm mit der Folie da drum. Also wir hassen beide Alufolie in unserem Essen, aber in dem Wir Fall... hassen Alufolie überhaupt, generell. Und geht besser, ne? Yes. Ich weiß nicht, wie dick das sein muss. Nicht ganz so dick, weil umso dünner, umso schneller trocknet das ja auch. Das sieht aber gut aus. Und dann fangen wir an, die Waffeln, also diese Kugeln mit den Waffeln innen auszulegen. So, dann. Die müssen schön bis oben hin und muss es dann den Rest abschneiden am Ende. Und geizt auch nicht mit der Kuvertüre, denn je mehr ihr verwendet, desto stabiler wird eure Kugel später. Nicht ganz so dick. Kommt unser Mandelkern ins Spiel. Wir hatten den ja anfangs in der Hälfte durchgeschnitten. Was? Deine Finger auf. Pass auf die Kugel. Jo. Wie soll man das dann am Ende eigentlich essen, wenn das so fest ist? Keine Ahnung. Das hat sie ja auch nicht gezeigt, wie man das isst. Aua, ich krieg hier schon Druckstellen. Ich schwitze so Ich auch. arg. Sehr schön. Oh, das ist meine Hälfte. Das ist meiner. Okay. Also, wir haben jetzt hier die Ganache, die vollständig abgekühlt ist.
Die schlagen wir jetzt auf. Und dann kommt die Mascarpone dazu. Und dann kommt es in die Hälften, die wir hier vorbereitet haben. Yeah. Ist. Wir haben die Mascarpone untergerührt und haben jetzt hier so eine schöne, leckere Creme. Und jetzt machen wir die da rein. Stopp! Da kommt ja der Kern noch rein, der nimmt ja nochmal Platz weg. Ist wie mit der Badewanne. Okay. Ich denke aber, der verabschiedet sich einfach komplett. Und es war zu wenig. Hol ihn wieder raus. Wie? Die Ganache ist nicht richtig. Stopp, die ist richtig. Nee. Die Weil, ist richtig, die wird erst fest, wenn sie... aber er verabschiedet sich bis nach unten. Nein, Der darf stimmt er doch gar nicht. Doch. Macht er doch überhaupt nicht. Warte Wo mal. macht er denn das? Der ist gleich weg. Warte mal. Gut, stopp. Steht. Sie hat noch so vorher gemacht. Und hat noch schön glatt gemacht. Und wir Ja? damit es glatt ist? Dann mach ihn halt noch glatt, aber... Nee, ich hab keinen Bock. Lass es einfach kühlen. Grüß Gott. Wenn ich ihn sehe. Wir haben jetzt die Kugeln in der Tiefkühltruhe und wir haben noch Ganache über. Und wir haben jetzt überlegt, dass wir uns einfach Brotaufstrich für morgen früh machen, weil das schmeckt halt richtig geil. Also einmal weiße Schokolade praktisch, weiße Schokoladenbrotaufstrich und dann zu dem Rest mixen wir ein bisschen Nutella und machen dann nochmal einen Schokoaufstrich. So, und mit dem Rest machen wir jetzt noch Nutella dazu. Ich hätte noch ein bisschen mehr Nutella reingekommen, finde ich. Boah, das ist richtig süß. Aber geil. Also wir haben jetzt 2,5 Stunden gebraucht, um das alles vorzubereiten. Andere könnten das bestimmt auch in 2 Stunden hinkriegen. Wir warten jetzt, bis die Kugeln fest sind. Wir haben sie in der Tiefkühltruhe und warten jetzt, bis sie fest sind. Und danach melden wir uns wieder. Bis in 4 Stunden. Tschüss. Tschüss. 2,000 years later. Es ist der nächste Tag. Wir haben das gestern nicht mehr fertig bekommen, weil wir waren einfach zu fett. Die gute Nachricht ist, es ist definitiv kalt. Und es ist definitiv fertig. Also wir werden auf jeden Fall die 2 Halbkugeln jetzt mal zu einer Kugel zusammensetzen. Das ist, was ich eigentlich sagen wollte. Und dann werden wir das mit Kuvertüre und Kokosraspeln bestreichen. Yes. Und dann ist unser XXL Raffaello. Raffaello Fertig. auch schon fertig. Yay. Also, hier haben wir die. Die waren halt natürlich so in der Tiefkühltruhe. Also, sie sehen jetzt so aus. Wir holen die jetzt erstmal raus hier. Das war richtig ekelhaft. Mein Ohr. Es war aber auch nur im rechten Ohr. Hat sich das so Ja, bei mir auch. Hier Und ist warum so. im rechten Ohr? Weiß Bei ich mir auch. Yay. Fast. Wir haben zu wenig Schokolade genommen. Hab ich doch gesagt. Nimm ein bisschen weniger Schokolade, hat sie gesagt. Nehmt Silikonform für sowas Auf jeden besser. Fall. Jetzt schneiden wir das Überschüssige ab. Mit meiner Allzweckschere, mit der ich alles schneide. Oh, lecker. So, als nächstes machen wir die restliche Kuvertüre warm. Kokosstreusel und fertig. Als allererstes, Leute, machen wir jetzt mit den Löffeln hier so einen Rand und dann machen wir die Kugel erstmal zusammen. Also kleben, brauchen wir Irgendwie passt die gar nicht aufeinander. Drück mal fester. Die hat Was eine Sauerei. Io. So, und jetzt nehmen wir wieder die weiße Schokolade und dann machen wir die so drüber und nehmen direkt die und drücken die so dran. Der macht gerade richtig einen Abgang. Die Kugel fällt gerade in sich zusammen. Wir stellen die jetzt in den Kühlschrank, räumen hier auf und dann zeigen wir euch das Endergebnis. So, wir haben jetzt ich kann heute gar nicht reden, gar nicht. Wir haben jetzt schnell die Küche sauber gemacht und das ist das Endergebnis. Sie knallt unten ein bisschen zusammen. Ich glaube einfach, dass wir die Waffel zu weich gemacht haben. Aber sonst, denke ich, sieht es ganz gut aus. Wir versuchen das Ganze jetzt anzuschneiden. Dann schneiden wir an.
Los Soll geht's. ich direkt so in die Mitte durch, oder? Ich schneide einfach mal die Mitte auf. Das ist blöd, weil wir haben gerade die Mitte zusammen gemacht. Okay, es ist sauschwer. Nein! Ich denke, der muss auf jeden Fall erst noch 3-4 Stunden gekühlt werden, bevor man anschneiden kann, ohne dass er auseinanderfällt. Da wir aber weder Geduld noch Zeit haben, machen wir das halt jetzt. Es sieht so aus, alles andere als hübsch und alles andere als appetitlich, Aber es riecht fein. es riecht gut und wir probieren es einfach. Oh, das schmeckt schon geil. Ehrlich, bin ein bisschen enttäuscht. Ich auch. Ich dachte, es schmeckt irgendwie noch geiler. Ich meine, auch. es schmeckt gut, aber ich dachte, es schmeckt noch geiler. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst uns gerne einen Daumen nach oben da. Würden wir uns beide natürlich drüber freuen, weil wir haben uns sehr viel Mühe gegeben und es hat arschlange gedauert. Das war eine Scheißarbeit. Und es ist so eine Sauerei und ich rate jedem ab, das selbst zu Hause zu tun. Wenn ihr eure Küche gerne sauber habt, dann lasst es einfach sein. Lasst euch das lieber von irgendjemandem, der euch gern hat, backen. Genau so. Ansonsten wünschen wir euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Danke. Tschüss. Mua! Yeah.